Japaner legen großen Wert darauf, eine klare Trennung zwischen Außen- und Innenbereich zu haben. Und das Beste, er weckt dieses aufregende Gefühl wie eine Geheimbadis, die man als Kind hatte. Allerdings ist die deutsche Diskussionskultur manchmal ganz schön anstrengend für mich als Japanerin. Ehrlich gesagt bin ich kein Fan der deutschen. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. In diesem Video möchte ich 5 große Überraschungen mit euch teilen, die ich als Japanerin in deutschen Häusern erlebt habe. Es gibt so viele Unterschiede zwischen deutschen und japanischen Häusern. Manche finde ich super praktisch, andere haben mich total verwirrt. In diesem Video teile ich meine 5 großen Kulturschocks mit euch. Seid ihr bereit? Dann fangen wir mal an. Als erstes ein Kulturschock wegen der Bauweise. Allerdings geht es in diesem Video nur um Häuser in Deutschland und Japan, nicht um Wohnungen. Bitte berücksichtigt das ein wenig, wenn ihr zuhört. Was oft bekannt ist, ist, dass viele Gebäude in Japan als Holz oder Beton bestehen, aber in Deutschland sind die meisten Häuser aus Stein oder Ziegel gebaut. Das hat Vor- und Nachteile. Die Wände der deutschen Häuser leisten wirklich gute Arbeit. In Deutschland sind die Wände viel dicker als in Japan, deswegen hört man die Nachbarn weniger. In vielen besiedelten Städten Japans ist der Raum zwischen den Häusern sehr eng, so dass man selbst bei geschlossenen Fenstern laute Geräusche hören kann. Doch hängt es sehr stark von der Lage ab. Auch helfen die dicken Steinwände bei der Isolation. In Deutschland bleibt die Wärme deutlich besser im Haus. Im Gegensatz dazu sind japanische Häuser oft schlecht isoliert. Im Winter ist es drinnen genauso kalt wie draußen. Das ist unvermeidlich, denn japanische Häuser sind aus Holz und Beton gebaut. Da es in Japan viele Erdbeben gibt, ist es nicht möglich, Häuser aus Stein oder Ziegeln zu bauen, wie in Deutschland. Wenn es um das Heizen und die Kälte des Hauses geht, werden in Deutschland meist Zentralheizung und Fußbodenheizungen verwendet. Im Winter bleibt die Heizung oft an und das Haus ist dank der Isolation durchgehend warm. Das ist eines der Dinge, die ich am liebsten an deutschen Winter mag. Aber da es in Deutschland in den meisten Häusern keine Klimaanlage gibt, sind die wirklich heißen Tage im Hochsommer ziemlich anstrengend. Übrigens gibt es in Japan grundsätzlich in allen Räumen außer im Flur, Toiletten und Badezimmern Klimaanlagen, so dass es möglich ist, den Raum im Sommer kühl und im Winter warm zu halten. Aber das Zimmer bleibt nur kühl oder warm, solange die Klimaanlage an ist. Im Winter ist auch ein Kotatsu hilfreich, ein Heizgerät unter dem Tisch, und in einigen Haushalten werden Fußbodenheizungen oder Heizöfen verwendet, um den Raum zu erwärmen. Am meisten überraschten die schrägen Decken im Obergeschoss der deutschen Häuser. Obwohl einige Häuser heutzutage weder im Obergeschoss noch in den Erdgeschoss Schrägdecken haben, denke ich, dass viele Häuser in Deutschland Schrägdecken haben. Es ist dann schwierig, einen Platz für Möbel zu finden. Ne? Ein großer Unterschied zu Japan ist, dass die Haustür in Deutschland sich automatisch verriegelt, sobald man sie schließt, während man in Japan die Tür selbst mit einem Schlüssel abschließen muss. Das bedeutet, dass man in Deutschland nicht mehr ins Haus kommt, wenn man den Schlüssel vergisst. Mir ist das zum Glück noch nie passiert. In gewisser Weise ist es aber sicherer und beruhigender in Deutschland, aber auch ein wenig umständlich. Und eines meiner liebsten Dinge, der Keller. Zwar gibt es in Deutschland mittlerweile viele Neubauten ohne Keller, aber in älteren Häusern ist es fast immer vorhanden. Es ist super praktisch als Abstellraum und bleibt im Sommer angenehm kühl. Und das Beste, er weckt dieses aufregende Gefühl wie eine Geheimbadis, die man als Kind hatte, da es in Japan hingegen so gut wie keine Häuser mit Keller gibt. Übrigens gibt es in Japan keine Keller, aber stattdessen sogenannte Bodenlager auf Japanisch Yukashita Shuno. Das sind kleine, in den Boden eingelassene Stauräume, die sich häufig in der Küche oder im Badezimmer befinden. Zudem haben viele Häuser auch Stauraum unter der Treppe, der geschickt in die Architektur des Hauses integriert ist.
Außerdem hat mich überrascht, dass in Deutschland die Hausnummer direkt an der Wand des Hauses angebracht ist. In Japan gibt es meist nur Namensschilder und die Adressierung ist oft komplizierter. Der zweite Kulturschock ist Eingang. Das ist etwas, das ich an deutschen Häusern ein wenig schade finde. Wer schon einmal in einem japanischen Haus gelebt hat, kennt es vielleicht. In Japan gibt es einen speziellen Bereich namens Genkan. Das ist der Eingangsbereich direkt hinter der Haustür. Der große Unterschied zu Deutschland ist, dass es im Genkan eine Stufe gibt, die den Außenbereich vom Innenbereich trennt. Diese Erhöhung hat mehrere praktische Funktionen. Einerseits kann man sich dort beim Anziehen der Schuhe hinsetzen, andererseits verhindert der Genkan, dass Schmutz und Staub, der sich beim Schuheanziehen sammelt, weiter ins Haus getragen werden. In Deutschland gibt es hingegen keine Stufe im Eingangsbereich. Sobald man die Haustür öffnet, ist der Boden auf derselben Höhe wie in den restlichen Zimmern. Zudem gibt es oft keinen speziellen abgegrenzten Bereich, den man als Genkan wie in Japan bezeichnen könnte. Stattdessen führt die Haustür direkt in den Flur oder eventuell einen kleinen Bereich ohne Stufen. Dadurch passiert es häufiger, dass Schmutz oder Erde von den Schuhen auf dem Boden landet. Interessanterweise gibt es in Deutschland unterschiedliche Gewohnheiten, was das Schuhe ausziehen betrifft. Manche Haushalte lassen ihre Schuhe an, während andere, ähnlich wie in Japan, darauf bestehen, sie im Eingangsbereich auszuziehen. In meinem Bekanntenkreis halten sich die meisten an die japanische Tradition und ziehen die Schuhe aus. Gäste werden dann ebenfalls gebeten, ihre Schuhe auszuziehen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Handwerker behalten ihre Schuhe in der Regel an. Außerdem habe ich beobachtet, dass manche Menschen in Deutschland bei vergessenen Gegenständen schnell mit Schuhen ins Haus laufen, wenn sie es nicht für nötig halten, sich extra die Schuhe auszuziehen. Das hat mich zunächst überrascht, denn in Japan würde man selbst bei einer Kleinigkeit erst die Schuhe auszuziehen, bevor man das Haus betritt. Japaner legen großen Wert darauf, eine klare Trennung zwischen Außen- und Innenbereich zu haben. Deshalb mögen Japaner es absolut nicht, wenn jemand mit Schuhen in ihrem Haus läuft. Darauf sollte man also in Japan unbedingt achten. Der dritte Kulturschock ist die Küche, mein Lieblingsraum im Haus. In Deutschland sind Küchen oft relativ groß und wenn die Küche ein eigener Raum ist, steht der Esstisch häufig direkt darin. In den letzten Jahren gibt es jedoch auch in Deutschland immer mehr offene Wohnküchen, bei denen sich Küche und Wohnzimmer in einem Raum befinden. In solchen Fällen steht der Esstisch meist in der Nähe der Küche, während der Fernseher bewusst weiter entfernt platziert wird. Das liegt daran, dass es in Deutschland eher unüblich ist, während des Essens fernzusehen. Stattdessen wird die Mahlzeit als gemeinsame Zeit mit Familie oder Freunden genutzt, was den Kindern oft schon früh beigebracht wird. In Japan hingegen gibt es eine gewisse Zweiteilung. Während es in vielen Haushalten mit kleinen Kindern ein Fernsehverbot beim Essen gibt, ist es für Erwachsene durchaus normal, während der Mahlzeit fernzusehen. Dennoch gibt es in Japan, ähnlich wie in Deutschland, auch Familien, in denen das Fernsehen während des Essens grundsätzlich nie erlaubt ist. Wenn ich zurückblicke, war es für mich in Japan ganz normal, während des Essens fernzusehen. Dadurch gab es tatsächlich weniger Gespräche während der Mahlzeiten. Ich finde, dass gerade innerhalb der Familie die Kommunikation sehr wichtig ist und deshalb gefällt mir die deutsche Kultur, bei der man sich beim Essen ohne Ablenkung unterhält. Allerdings ist die deutsche Diskussionskultur manchmal ganz schön anstrengend für mich als Japanerin, da kann es schon mal herausfordernd werden. Ein weiterer Kulturschock in der Küche war für mich der Unterschied bei den Haushaltsgeräten. In einem anderen Video habe ich bereits über das Spülbecken und die Spülmaschine gesprochen.
In Deutschland sind die Spülbecken im Vergleich zu denen in Japan eher klein, dafür ist eine Spülmaschine fast immer Standard. In Japan hingegen ist das Abwaschen per Hand die Norm, weshalb Spülmaschinen dort weniger verbreitet sind. Dafür sind die Spülbecken in Japan oft größer und genau das gefällt mir besonders. Ehrlich gesagt finde ich die Spülmaschine sehr praktisch und mag sie auch, aber sie ist ziemlich groß, sodass man viele Geschirrteile und Besteck braucht. Esstäbchen sind aber oft nicht in der Spülmaschine waschbar, was schade ist. Außerdem sind deutsche Küchen oft ziemlich groß, was mir wirklich gefällt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Häuser insgesamt größer sind. Ein weiterer Unterschied ist die Höhe der Arbeitsplatte. Sie ist in Deutschland höher als in Japan. Für mich als etwas größere Person als Japanerin ist das sehr praktisch und angenehmer beim Kochen. Und das könnte eine Frage der Gewohnheit sein, aber Japaner lieben Mikrowellen. In Deutschland hingegen sind Backöfen weit verbreitet und Mikrowellen werden entweder zusätzlich gekauft oder so eingestellt, dass sie möglichst unauffällig sind. Auch die Toaster unterscheiden sich deutlich. In Deutschland sind Toastscheiben dünn, daher werden meist die klassischen Schlitztoaster verwendet, wie auf dem Video zu sehen. Allerdings kann man mit einer zusätzlichen Halterung auch normale Brötchen oder Brot aufwärmen. In Japan hingegen sind Toastscheiben oft dicker, weshalb in Japan kleine Ofentoaster verbreitet sind und die sind wirklich praktisch. Der nächste Kulturschock ist das Badezimmer. Hier gibt es wirklich große Unterschiede und ehrlich gesagt bin ich kein Fan der deutschen Badezimmer. In Deutschland befindet sich die Toilette, die Dusche, die Badewanne und das Waschbecken oft in einem einzigen Raum. Das bedeutet, dass man die Toilette nicht benutzen kann, wenn jemand gerade duscht. Falls es keine zweite Toilette gibt, kann das wirklich ein Problem sein. In Japan haben wir eine Badekultur. Das Baden in der Badewanne ist ein wichtiger Teil der Entspannung. Japaner baden fast jeden Abend, vor allem Winter. In Deutschland hingegen ist es eher selten, dass die Badewanne mit Wasser gefüllt wird. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, das Badewasser wie in Japan wieder aufzuwärmen. Ein weiterer Unterschied ist die Raumaufteilung. In japanischen Badezimmern sind der Waschbereich und der Umkleideraum selbst getrennt. Da die Dusche und die Badewanne in Japan in einem eigenen wasserfesten Raum untergebracht sind, muss man sich keine Sorge machen, dass der Boden außerhalb nass wird. Das ist einer der Gründe, warum ich das japanische Badezimmerdesign so sehr liebe. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, in Deutschland wird meistens einfach das Fenster geöffnet, um zu lüften, während es eher selten ist, dass Badezimmer über eine eingebaute Lüftung verfügen. Außerdem gibt es in deutschen Badezimmer kaum Spiegel im Duschbereich oder über der Badewanne. In Japan hingegen ist es üblich, beim Duschen zu sitzen, wo sich oft auch ein Spiegel an der Wand befindet. Der letzte Kulturschock in diesem Video ist die Tür. In japanischen Häusern gibt es aufgrund der begrenzten Wohnflächen und der baulichen Gegebenheiten viele Schiebetüren. Im Gegensatz dazu habe ich in Deutschland kaum Schiebetüren gesehen. Dort sind Abschlagtüren der Standard und viele Türen haben sogar ein Schloss. Bei älteren Modellen kann man den Schlüssel einstecken und herausziehen, während neuere Türen oft einen fest integrierten Drehschlüssel auf der Innenseite haben, mit dem man die Tür abschließen kann. Natürlich gibt es auch in Japan Häuser mit Anschlagtüren. Allerdings muss man bei solchen Türen immer Platz zum Öffnen einplanen. Deshalb werden in kleinen Häusern oft Schiebtüren genutzt, um den Raum effizienter zu nutzen. Besonders in traditionellen japanischen Häusern gibt es neben Schiebtüren auch Räume mit Tatami-Matten, die mit sogenannten Shoji ausgestattet sind. Das sind Holzrahmen mit aufgespannter Papierbespannung. Auch Glasdor, also Schiebetüren mit Glas in einem Holzrahmen, sind weit verbreitet. Schiebetüren haben in Japan eine lange Tradition und werden auch heute noch in verschiedenen modernen Varianten genutzt.
In meinem Elternhaus gibt es neben klassischen Schiebetüren auch eine besondere Art von Tür, die sich auf eine etwas andere Weise öffnen lässt. Solche Türen werden oft als platzsparende Alternative eingesetzt, wenn weder eine klassische Schiebetür noch eine Anschlagtür in Frage kommt. Und meiner Erfahrung nach werden in modernen japanischen Häusern Schiebetüren häufig für das Wohnzimmer und das Badezimmer verwendet, während in den privaten Räumen im oberen Stockwerk meist Anschlagtüren zum Einsatz kommen. Zurück zu den deutschen Türen. Natürlich gibt es auch in Deutschland verschiedene Türtypen, aber die meisten Türen, die ich gesehen habe, waren recht schlicht und aus Holz. Oft sind sie so gestaltet, dass man sie nicht hindurch sehen kann. Es fühlt sich wirklich an, als wäre es einfach nur eine massive Holzplatte. Zwar gibt es auch Glastüren, aber der typische Standard scheint mir eine einfache, klassische Anschlagtür zu sein. Ein großer Vorteil deutscher Türen ist ihre hohe Dichtigkeit. Im Vergleich zu japanischen Schiebetüren lassen sie weniger Geräusche und Luft aus anderen Räumen durch, was durchaus praktisch ist. So, das waren meine 5 großen Überraschungen, die ich in deutschen Häusern erlebt habe. Es gibt so viele Unterschiede und einige Dinge finde ich richtig praktisch, während andere für mich gewöhnungsbedürftig sind. Wie seht ihr das? Gibt es etwas, das euch besonders überrascht hat? Schreibt es gerne in die Kommentare. Tatsächlich gibt es noch mehr Kulturschocks, die ich in deutschen Häusern erlebt habe. Ich werde euch in Zukunft in einem anderen Video 5 weitere Überraschungen vorstellen, also seid bitte gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Schaut euch auch den zweiten Teil an, in dem ich noch mehr spannende Unterschiede zwischen deutschen und japanischen Häusern teile. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。